Hallo, hier ist wieder eure Miss Sleepless. Na, habt ihr alle auch wieder gut geschlafen? Falls es bei euch mit dem Schlafen doch noch nicht so klappt, stelle ich euch heute mal in meinem Video ein paar Abendroutinen-Tipps vor. Wenn ihr Probleme mit dem Schlafen habt, könnte eine geregelte Abendroutine das Thema ganz schnell beenden. Und zwar, wenn ihr das einfach regelmäßig macht. Also, Tipp Nummer 1 von Abendroutinen. Wenn es auf den Abend zugeht, fangt doch einfach mal an zu duschen. Wenn ihr vom Abendessen und vielleicht vom Fernsehen gucken fertig seid, springt ihr einfach mal unter die Dusche und entspannt euch mal unter einer warmen Dusche. Damit könnt ihr den Körper signalisieren, es geht zum Abend zu, ich kann runterfahren und kann mich entspannen. Tipp Nummer 2, nach dem Duschen, nehmt euch doch einfach mal wieder ein Buch, was ihr mal unbedingt lesen wolltet. Und wenn ihr sagt, ach, Buch lesen und Seiten umblättern, das ist mir zu viel, dann versucht es doch einfach mal mit einem Hörbuch. Oder wenn ihr sagt, Mensch, Hörbücher so über zig Stunden, das ist auch nicht mein Ding. Was habt ihr denn als Kind so gehört, als ihr noch jung wart? Waren es nicht die 3 Fragezeichen? Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi und Tina? Ja, die gibt's alle auch noch heute und sie werden immer noch weiter produziert. Also, warum nicht einen kleinen Flashback in seine glückliche Kindheitstagen zurück machen und sich einfach nochmal ein Hörspiel anhören? Auch wenn ihr die Kassette oder CD, was ihr damals hattet, nicht mehr habt. Heutzutage kann man sich alles über sonstige Online-Stream-Dienste es nochmal runterhören. Selbst auf YouTube könnt ihr einmal im Monat ein Hörspiel gratis euch nochmal anhören. Ist vielleicht doch mal wieder eine ganz nette Erinnerung an früher und ihr werdet sehen, ihr werdet euch ganz anders entspannen. Tipp Nummer 3. Das Bett ist ein Wohlfühlort und nur zum Schlafen da. Auch wenn ihr im Bett vielleicht Fernsehen schaut, esst oder vielleicht sogar mit dem Notebook noch arbeitet, gewöhnt euch das bitte ab. Versucht wirklich im Bett euch nur zu entspannen und das Bett wirklich nur zum Schlafen zu nutzen. Klar, lesen und Hörbücher oder Hörspiele hören ist natürlich was anderes, aber versucht wirklich euch dran zu gewöhnen, dass das Bett eine Wohlfühloase nur für euch zum Schlafen ist. Weil dann signalisiert ihr dem Körper auch schon, wenn ihr zum Bett geht, hey, ich kann mich jetzt entspannen, ich kann mich ausruhen und dann klappt das mit dem Schlafen auch besser. Tipp Nummer 4, Sport. Ja, Sport erwähne ich immer wieder gerne. Sport 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen ist einfach total entspannt, weil ihr euch nochmal auspowern könnt und eurem Gehirn mal richtig die Meinung geigen könnt, indem ihr euch nämlich so auspowert, dass ihr einfach nicht mehr über irgendwas nachdenkt, sondern einfach nur euch richtig körperlich mal auspowert. Damit könnt ihr mal wirklich eure Hirnzellen mal runterfahren. Wenn ihr nämlich mit Gedankenkarussell und so zu tun habt, das tut dem Körper einfach mal gut, sich zu entspannen und einfach an nichts zu denken. Tipp Nummer 5. Bequeme Schlafkleidung. Kennt ihr das vielleicht auch? Ihr geht schon zum Schlafzimmer und da kommt so langsam die Angst hochgekrochen. Ach, ich kann doch eh nicht schlafen. Für was soll ich eigentlich ins Bett gehen? Der Schlaf kommt sowieso nicht. Ihr könnt euch mal versuchen, euer Gehirn mal auszutricksen, indem ihr euch einen ganz tollen neuen Schlafanzug, Nachthemd oder irgendwas kauft, was weit ist, bequem, warm, kuschelig und euch einfach damit sagen, also das ziehe ich auch nur an, wenn ich wirklich ins Bett zum Schlafen gehe. Somit könnt ihr euer Gehirn ein bisschen austricksen und ihm somit mitteilen, hey, das Bett und das Schlafzimmer, das ist was Positives, hier fühle ich mich wohl und warm und geborgen und hier kann ich auch wirklich mal entspannen. Tipp Nummer 6. Warme Milch, Tee oder auch Kakao können der wunderbare Start in einen schönen, gemütlichen, kuscheligen Abend sein und den Körper entspannen. Tipp Nummer 7. Macht euch vorm Schlafengehen nur positive Gedanken. Denkt an euren letzten Urlaub oder was ihr vielleicht noch vorhabt für Urlaube zu planen. Plant vielleicht im Geiste schon mal so ganz grob vor, wo es hingehen soll oder auch was ihr am kommenden Wochenende vorhabt. Schwimmen gehen, Kino gehen mit Freunden oder einfach nur treffen mit Freunden, sodass ihr vor dem Einschlafen wirklich nur positive Gedanken habt. Dann klappt das auch mit den guten Träumen viel besser. Tipp Nummer 8. Lüftet euer Schlafzimmer, bevor ihr schlafen geht. Viele schlafen ja mit offenen Fenster oder offener Balkontür. Das mag für viele jetzt ungewohnt sein, aber das Stoßlüften so 10 Minuten bevor ihr ins Bett geht, ist effektiver. Warum ist das so? Weil wenn ihr die ganze Zeit mit gekippten Fenstern schlaft, bekommt ihr Geräusche von draußen deutlich und vor allem stärker mit, als wenn das Fenster zu ist.
Das heißt, wenn ihr einen leichten Schlaf habt, ist es besser mit geschlossenem Fenster zu schlafen als mit geöffnetem Fenster. Weil auch gerade jetzt im Sommer, wenn die Vögel schon morgens da um 4 Uhr anfangen zu zwitschern, werdet ihr einfach schon wach. Das macht ja nun auch keinen Spaß. Oder der Nachbar, der schon morgens um 4 Uhr sein Auto starten will. Lüftet wirklich vor dem Schlafengehen einmal euer Zimmer wirklich gut durch. Das nennt man ja auch Stoßlüften. Auch im Winter ist das so, dass wenn ihr gelüftet habt, natürlich während dem Lüften bitte die Heizung abdrehen und zwar komplett. Und sobald ihr alles wieder zu habt, könnt ihr die Heizung wieder andrehen. Natürlich auch nicht zu warm. So zwischen 18 und 20 Grad sollte eure Wohlfühlschlaftemperatur sein. Und ihr werdet feststellen, dass kalte, frisch gelüftete Luft sich besser erwärmt als eh schon warme Luft. Und somit werdet ihr auch ganz schnell zu eurer Wohlfühltemperatur kommen. Tipp Nummer 9. Nicht hungrig ins Bett gehen. Das macht also gar keinen Spaß, wenn der Magen knurrt. Aber ihr solltet jetzt auch natürlich nicht aus Panik, so nach dem Motto, ich schlafe jetzt 8 Stunden, ich muss jetzt mal gucken, dass ich wirklich genug zu essen habe, jetzt euch die Wampe vollschlagen, das bringt es auch nicht, sondern esst kleine Portionen, nicht zu schwer, nicht zu fettig und dann klappt das dann auch mit dem Schlafen besser. Also nicht hungrig ins Bett gehen, bitte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich ganz doll über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr weitere Videos haben wollt, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch wirklich kein neues Video. Und ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welcher Tipp euch denn jetzt so am meisten geholfen hat. Also, schlaft gut, träumt was Schönes und hoffentlich bis bald. Eure Miss Sleepless.